die 25 gerade in den Berg verlaufenden Stollen und warum die offizielle Version über die Bestimmung der Anlage nicht mehr zu halten ist. Obwohl es eindeutige Beweise für die Existenz eines großen Stollensystems unter dem Truppenübungsplatz gibt, wird die Existenz einer solchen Anlage von Behörden dementiert. Es wird lediglich auf die rudimentären Stollen im Jonastal verwiesen. Doch warum es so einfach nicht ist und warum es gleich mehrere Probleme mit der Anzahl der Arbeitskräfte, den eingesetzten Ingenieurbüros und dem fertigen Bauabschnitt gibt, beleuchten wir in dieser Reportage genauer. Die Beweise sind da und sie sind so eindeutig, dass sie zu offensichtlich sind und gerne übersehen werden. Mein Freund und Kollege Tino von Struckmann vom Kanal Lost Battlefields brachte einen entscheidenden Hinweis und arrangierte eine Befahrung einer gleich in vielen Hinsichten interessanten Anlage. Werfen wir einen Blick auf ein anderes Bauvorhaben. Werfen wir einen Blick auf Beweise und neue Fragen. Werfen wir einen Blick auf eine Anlage, die durch eine markante Bauform auffällig wird, die wir bereits aus Ohrdruf kennen. Begleitet mich auf der Suche nach der Wahrheit über das Bauvorhaben im Jonastal. Taucht mit mir ab in die ewige Dunkelheit tief im Berg. Folgt mir in die Uferlagerung, Deckname Kies. Das Jonastal, das Sonderbauvorhaben 3 und die dazugehörigen Stollen. Bis heute ist der wirkliche Zweck dieser Anlage unbekannt. Verschiedene Theorien, vom Führerhauptquartier unterirdischer Rüstungsproduktion über die Kernforschung bis hin zum Testort der ersten Atombombe der Welt, ist alles dabei. Experten streiten bis heute um die Verwendung und die Stollen werden bis heute kontrovers diskutiert. Durch meine Recherchen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich unter dem Truppenübungsplatz Ohrdruf und Umgebung weitaus größere Stollensysteme befinden, als heute zugegeben. Es gibt entsprechende Hinweise und sogar eindeutige Beweise für die Existenz dieser Stollensysteme. Ein Video, welches durch das ZDF veröffentlicht wurde und durch die Berliner Polizei und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit angefertigt wurde, liefert den eindeutigen Beweis, dass sich unter dem Truppenübungsplatz von Menschen geschaffene Tunnel angelegt und durch das Militär genutzt wurden. Behörden mauern bis heute und dementieren diese Stollen. Auch zahlreiche Zeugenaussagen und Dokumente des militärischen Nachrichtendienstes untermauern die Echtheit solcher Anlagen. Die Anlagen sollen gigantische Ausmaße haben, von Produktionshallen, Forschung und Weiterentwicklungsbereichen, Zyklotronen und Zentrifugen für die Anreicherung von kernwaffenfähigen Materialien, Endlager für atomare Abfälle und unterirdische Autobahnen wird ausgegangen. Der Bau dieser Anlagen soll bereits zwischen 1935 und 1938 begonnen worden sein. Wie weit der Bau fortgeschritten war, lässt sich nicht sagen. Doch ist es sehr sicher, dass viele Kilometer Tunnelsystem angelegt wurden. Zu Ende des Krieges wurden die Bemühungen noch einmal verstärkt und vermeintliche Bauabschnitte wurden aufgefahren. Zumindest für die Öffentlichkeit. In Wirklichkeit wurden die bereits vorhandenen Anlagen weiter ausgebaut. Kritiker hingegen beharren vehement auf die 25 rudimentären und gerade in den Fels getriebenen Stollen im Jonastal. Warum diese Theorie bereits vor Jahrzehnten nicht zu halten war, beweist alleine schon das durch SS-General Hans Gammler beauftragte Ingenieurbüro Fiebinger. Karl Fiebinger führte unter anderem die Planung von der Uferlagerung Bergkristall in Österreich durch. Im Jahre 1944 wurde er zum ersten Mal nach Thüringen beordert. Ein solches Ingenieurbüro, welches komplexe unterirdische Anlagen plante, hatte mit 100%iger Sicherheit nicht 25 gerade in den Berg verlaufene Stollen zu projektieren. Sein Auftrag muss ein anderer gewesen sein. Doch was hatte Karl Fiebinger zu projektieren? Diese Frage bleibt offen. Eine weitere Tatsache entkräftet die Theorie der 25 Stollen ebenfalls: die eingesetzten Arbeitskräfte. Laut offiziellen Informationen waren zwischen 15.000 bis 20.000 zwangsverpflichtete Arbeitskräfte und 5.000 reguläre Arbeitskräfte bestehend aus Arbeitern, Architekten, Ingenieuren, Bergleuten und Handwerkern am Bau beteiligt. Angesichts der schieren Masse an Beteiligten
sind 25 rudimentäre Stollen nahezu ausgeschlossen. Einzig und allein wurden die Stollen im Jonastal als Tarnung aufgefahren, um Arbeitskräfte und Gelder zu rechtfertigen. Die eigentliche Baustelle musste um jeden Preis geheim bleiben. Doch um den letzten Beweis für ein weitaus größeres Stollensystem zu erbringen, schaut man auf andere Projekte. Was gab es noch an Bauvorhaben? Wie hoch war der betriebene Aufwand? Und wie viele Arbeitskräfte waren involviert? Ein Tipp von meinem Kollegen und Freund Tino von Struckmann brachte gleich zwei wichtige Indizien hervor. Zu einem die im gleichen Jahr begonnenen Bauarbeiten und zum anderen eine sehr bekannte Bauform, die bereits unter dem Truppenübungsplatz so vorhanden sein soll. In dieser Reportage werfen wir einen genauen Blick auf eine zweite Anlage. Ich war vor Ort, habe mich mit Experten über diesen Ort unterhalten. Neue und wichtige Erkenntnisse haben sich mir eröffnet und einen eindeutigen Beweis geliefert, dass die vorherrschende und offiziell bestätigte Theorie der 25 Stollen im Jonastal nicht zu halten ist. Ich machte mich mit Tino auf den Weg. Unsere Recherche führte uns nach Unterfranken, einen kleinen Ort und ein Geheimnis aus längst vergangener Zeit. Doch was finden wir vor und warum liefert dieser Besuch gleich mindestens zwei eindeutige Beweise? Dieses Bauwerk besteht aus 9 miteinander verbundenen Stollen. Der Bau begann Mitte August 1944 und endete im Februar 1945. Am Bau beteiligt waren 500 Arbeitskräfte, die von Hand die Stollen aufgefahren haben. Bereits 14 Tage nach der vorläufigen Fertigstellung der Anlage erfolgte eine Testproduktion. Doch werfen wir einen Blick in das unterirdische Stollensystem. Bilden wir uns gemeinsam aus den hier gezeigten Aufnahmen eine fundierte Meinung, ob die Theorie der 25 Stollen, dessen Gesamtbaufortschritt und der bis zu 20.000 Arbeitskräfte wirklich stimmig ist. So, wie ihr alle wisst, befinde ich mich ja viel auf Reisen, um zu meinen Locations, wo ich Drehtermine habe, hinzukommen. Da ist natürlich auch mal wichtig, sich rauszunehmen und auf andere Gedanken zu kommen oder einfach mal ein paar Sachen nachzurecherchieren. Ich lese ganz gerne. Also früher habe ich immer mindestens 3 oder 4 Zeitungen mitgenommen und Magazine. Das brauche ich heute nicht mehr, weil dafür gibt es eine App. Heute möchte ich euch vorstellen, Readly. Das ist eine App, da könnt ihr aus 6.000 nationalen und internationalen Zeitschriften und Magazinen auswählen. Immer das brandaktuelle Thema, was euch interessiert, habt ihr mit dabei. So, und wenn ich ein bisschen was nachrecherchieren will, beispielsweise jetzt über Militär und Technik, dann nehme ich mir das Magazin und kann nachlesen, was mich gerade so interessiert. Zudem bin ich ja auch noch sehr sportbegeistert und ernährungsbegeistert. Also ich achte sehr auf meine Ernährung und auf den Sport und schaue natürlich auch ständig, was es an neuen Trainingsplänen gibt oder Ernährungsmöglichkeiten. Und kann sofort brandaktuell lesen, was es Neues gibt. Und das Schöne ist, wenn ihr diesen Account habt, den könnt ihr mit bis zu 5 Personen nutzen. Das Ganze könnt ihr auch offline machen. Also es ist völlig egal, ob ich jetzt 30 Meter, 40, 80, 100 Meter unter der Erde bin oder oben, weil ich muss ja auch gerne mal mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen. Einfach Readly auf im Offline-Modus, funktioniert auch. Das Ganze ist, wenn ihr auf den ersten Link klickt, bei mir in der Videobeschreibung, bekommt ihr einen Monat kostenlos. Nur über den Link in meiner Videobeschreibung. Also wenn euch das interessiert, klickt da drauf, ihr kriegt es einen Monat kostenlos. Mehr geht nicht. Ihr könnt es einen Monat testen und danach jederzeit wieder kündigen. Solltet ihr euch entscheiden, dass es was für euch ist, so wie bei mir, weil ich halt viel lese und nicht immer so viel Zeitschriften mitschleppen kann, ihr könnt 6.000 Zeitschriften und Magazine lesen. Freunde, in dem Sinne, habt ihr Bock da drauf? Wollt ihr mich unterstützen? Klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Schaut euch Readly mal an, testet das mal. Wie gesagt, für euch völlig kostenfrei im ersten Monat. Gerade für die Geschichtsbegeisterten unter euch. Bei Readly ist definitiv für jeden etwas dabei. So, und wie gesagt, verschiedenste Themen einfach aufrufen, lesen, top. So, wir stehen jetzt hier im hintersten Bereich, also jetziger hinterster Bereich, eigentlich ist Stollen 1. Er ist schon ziemlich gut ausgebaut. Der Boden hier ist zwar raus, die Farbe ist nicht original Krieg. Hier waren nach dem Krieg Champignonzucht etc. drin, deswegen hat man das ein bisschen weiß angemalt. Wir gehen einfach mal nach hinten, aber der Bauabschnitt ist relativ weit fortgeschritten. Und man kann, komm noch mal ein Stück mit. Und man kann hier halt wunderbar sehen, wir haben hier noch Beton. Also es ist wohl auch keine Armierung drin oder nur geringfügig. Und hier fängt schon Mauerwerk an.
So, und hier hat man dann Mauerwerk genommen. Ob das jetzt durch knappe Ressourcen zustande gekommen ist oder tatsächlich, dass man sagte, der Bereich ist instabiler vom Berg her und der Bereich ist stabiler, das entzieht sich meiner Kenntnis, warum man das so gemacht hat. Der Bereich hier ist auch ziemlich nass wieder. Also man hat immer mal wieder trockene Bereiche und nasse Bereiche, klar, wie das Wasser vom Berg quasi runterkommt. So. Hier hat man dann auch wieder einen Stollen und das sollte auch mit Verbindungsstollen sein und da hinten ist aber auch tatsächlich wieder Ende. Also da hat man den Vortrieb, da hat der Vortrieb gestoppt tatsächlich. Und man kann auch hier gut sehen, das haben sie angesetzt. Hier befindet sich dann ein Riss im Mauerwerk und ich sehe hier tatsächlich so ein bisschen Stahl drin. Also ein bisschen Armierung hat man wahrscheinlich reingebaut, aber nicht viel. So, dann gehen wir nochmal hinten ums Eck rum. Wie gesagt, in dem ganzen Werk, das war eigentlich nur ausgeschrieben für Kugellager, für die Produktion von Kugellagern, die natürlich auch kriegswichtig war, keine Frage. Aber dieser Kreis, dieser Verbindungsstollen, der soll halt noch da sein. Und auch Kinder waren da wohl drin gewesen und haben berichtet, es war wirklich kreisrund aufgebaut und riesig. Und das macht mich halt stutzig, gerade wo wir jetzt auf der Spur sind nach dem deutschen Uranprogramm oder Projekt oder nach den Geheimwaffen, Atomwaffen etc., generell die Kernforschung, dass hier eventuell weitergedacht wurde und dass man gesagt hat, wir machen ein Stück Kugellagerbereich, das fällt dann keinem auf. Das kann auch die Aufklärung wissen und in den unteren Bereichen haben wir dann tatsächlich die Kernphysik oder die Kernforschung drin. Ne? So, hier hat man dann auch aufgehört und das sagte mir eben jemand, dass das wahrscheinlich ein Verbindungsstollen werden sollte. Ne? Hier ist Ende, das Stück hat man tatsächlich einfach nur aufgesetzt, Stahlbeton, die äußere Röhre geht ein Stück weiter und da hat man das verjüngt, weil der Stollen dahinter wahrscheinlich als Verbindungsstollen nur diente und diesen hat man dann kleiner dimensioniert. Also der Autobahntunnel Schwarzer Berg, der ist gebaut worden in den 90er Jahren, den haben sie schon dreimal generalsaniert. Ne? Ja, richtig. Ja, wie lange bauen wir an einem Flughafen und einem Bahnhof? Und das hat man mal eben hier in 5 Monaten gemacht. Ne? Doch auch diese Anlage birgt gleich mehrere Geheimnisse. Zu einem ein bis heute verborgenes Bauwerk, was kreisrund angelegt wurde. Wir kennen diese Bauform bereits von den möglichen Teilchenbeschleunigern unter Ohrdruf. In einer früheren Reportage bin ich auf ein solches Bauwerk eingegangen. Den Link zur Reportage findet ihr in der Videobeschreibung. Zum anderen hatten die Alliierten die Aufgabe, diese Anlage zu sprengen. Doch dazu kam es nicht. Im Jahre 1946 haben Anwohner aus den Stollen Explosionen wahrgenommen. Es deutet vieles darauf hin, dass hier nach dem Krieg Materialien und Unterlagen eingelagert wurden. Um auf diese Sachen irgendwann wieder zugreifen zu können, hat man mit aller Wahrscheinlichkeit nach in den Stollen Sperrsprengungen durchgeführt, um irgendwann unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Stollen freizulegen. Einen letzten Beweis liefern Kinder, die sich Zugang zu dem versprengten Bereich verschafft haben und Waffen der Wehrmacht mitgenommen haben. Dieser Vorfall beschäftigte die Polizei, Feuerwehr und den Landkreis. Die Kinder gaben bei der Polizei an, in einen Bereich der Anlage gelangt zu sein, in dem Kisten gelagert sind. Die Anlage soll dort große Ausmaße haben und in einem Kreis verlaufen. Wo genau sie in diesen Bereich gelangt sind, wussten die Buben nicht mehr. Die Waffe, eine Wehrmachtspistole, wurde von der Polizei sichergestellt. Es handelte sich um eine Kriegsproduktion. So, hier endete auch der Stollenvortrieb. Also hier ist tatsächlich Ende. Ich bin auf dem Niveau circa der Decke und alles, was hier drüber ist, tatsächlich eingestürzt. Und man hat eigentlich nur bis hier mit dem Presslufthemmer, da sieht man noch deutliche Spuren, den Stollen vorgetrieben und dann war das Kriegsende schon erreicht. Wie gesagt, dieser ganze Bau, er ist ziemlich weit fortgeschritten, er ist betoniert und natürlich auch gemauert. Das hat 5 Monate gedauert. Man hat in 5 Monaten das gebaut
Und wenn man sich dann das Jonastal anguckt, keine Frage, das ist größer dimensioniert. Aber da ist es viel, viel rudimentärer alles als hier. Und das hat auch, wie gesagt, nur 5 Monate gedauert. Und das ist halt alles eingestürzt, weil darüber das Gestein hier nicht so fest ist und dann stürzt es runter. Wir schauen uns mal um. Das ist quasi die Verbruchsstelle. Hier ist das Level vom Stollen, von der Stollendecke, von der Fürste. Und das ist alles eingebrochen. Und bis da hinten hat man es noch vorgetrieben. Das ist alles runtergekommen hier. Also hier ist wirklich alles Stahlbeton. Nach links, wie gesagt, hat der Vortrieb dann aufgehört. Nach rechts sind dieselben Gänge, wie wir sie gerade hatten. Hier hat der Berg auch schon gut gedrückt. Und wenn man mal hier reinguckt, also ich sehe jetzt hier keine Armierung. Komm mal her bitte mit der Kamera. Ich kann jetzt hier keine Armierung feststellen. Das bedeutet, man hat wirklich nur Zement oder Beton hier gegossen. So, und das gibt natürlich irgendwann nach. Es geht ja auch noch ein Stück nach unten. Ja, Ende des Krieges, ne? 5 Monate Bauzeit, Kriegsende kam, hat die Arbeiten überschattet und dann war hier somit auch Ende. So, und hier haben wir noch einen Bereich, da ist der Originalboden noch drin. So sah das damals aus. Hier ist wieder Stollenvortrieb, wir gehen hier mal rein. Das ist noch der Boden, weil wie gesagt, es war eine Produktion für Kugellager. Und hier sollte halt produziert werden, also eine Fabrik, die unter die Erde verlagert wurde. Und hier standen dann Werkbänke, Maschinen etc. Die Firma Kugelfischer stellt in dem Nachbarort Eltmann Kugellager für die Rüstung her. Im Jahre 1944 flogen alliierte Bomberstaffeln einen Angriff auf die Fabrik. Durch die Einnebelung des Ortes verfehlten die Bomben zu großen Teilen ihr Ziel. Die Alliierten flogen erneut einen Angriff auf das Werk, was infolgedessen komplett zerstört wurde. Man beschloss, die Fabrik in den Berg zu verlagern, um dort gut geschützt vor feindlichen Bomben zu produzieren. Die U-Verlagerung, Deckname Kies, wurde ins Leben gerufen. Doch die Anlage wird heute noch nachgenutzt. In 2 der Stollen befindet sich eine Sektkellerei. Hier ist dann auch wieder zugemauert, also auch wieder kleindimensionierter Stollen. Wir haben auch hier wieder Backstein, weiß angemalt, die Farbe ist nicht original. Hinter dieser Mauer befinden sich die Stollen, die heute noch genutzt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werfen wir gemeinsam einen Blick in diesen Bereich. Und hier haben wir auch schon wieder Setzung vom Mauerwerk. Es ist hier auch schon wieder alles ein bisschen gerissen. Dafür ist das Problem mit Jonastal. Das ist viel zu viel Arbeit. Ja. Und dem kannst du dann nichts. Viele Infrastruktur, aber man sieht nichts. Aha. Wo die Krise 332.000. Und man sieht ungefähr auch nichts. Jetzt sind wir in 7. Das ist der einzige Stollen, wo breit reinkommt. Komplett auf der Größe reinkommt. So hier, ja. Und nicht verjüngt ist am Ende. Oder am Anfang. Diesen sind original. Sind die Nein, das ist Dadurch, dass man reinfahren kann, ja. wird es auch als Lagerplatz genutzt. Das sogenannte Endlager. Das Ebelsbacher Endlager, ja. Das ist jetzt Stollen 7 hier. Und ganz hinten der Stollen, wo wir waren, ist Stollen 1, richtig? Okay. Und der Stollen 2 dann, der ist zugemauert? Den habe ich zum Sekt machen. Ach so. 2 und 3, da können wir dann auch noch Das ist Ihrer, den haben Sie quasi, ja. Nur von außen praktisch, da, wo wir davor gestanden waren. Ja. Ach, das war das, Wo die okay. Kellerei drin Ja. ist. Der ist ja ringsherum im Endeffekt zugemacht. Ja. Und hinten hast du sicher einen Fluchtweg, oder was ist das? Ja, da habe ich reinmachen müssen natürlich. Ja, okay. Ja. Da ist auch noch ein Gang. Es ist aber alles gemauert hier. Da ist der Ausgang, wie schwer zu erkennen ist. Neu zugemauert ist. Neu zugemauert? Ja, Zugemauert. tatsächlich, ja. So ist das noch mehr Stolle die andere Seite, oder? Ja, da werden wir von der anderen Seite jetzt gleich sehen. Ja. Ne, das werden wir von der anderen Seite sehen. Aber die Lampen und so ist auch Nachkrieg, das ist nicht. Das ist ja, das ist auch richtig.
Ja. Eine Lampe ist drüben. Ja. Alle noch da, genau. Ein Experte, der sich seit vielen Jahren mit dem Bauwerk intensiv beschäftigt, führt mich durch den hinteren Teil der Anlage. Er erzählt mir die bewegte Geschichte des Bauwerkes und was sich nach dem Kriege darin zugetragen hat. Also es von der Logik her macht es Sinn, weil das ist der große Stollen, der in der ganzen Breite nach draußen führt. So, also das ist jetzt der Bereich hinter mir, wo man von ausgeht, dass es zu der anderen Anlage hingeht. Die hat einen Versatz von 22 Meter, also sie liegt 22 Meter über uns. Und dieser Stollenbereich, der ja angeblich hier aufhörte, dahinter soll sich dieses kreisrunde Bauwerk befinden, soll. Man geht davon aus oder man vermutet es so in dem Bereich. Das bedeutet, weil die auch alle gleich eingestürzt sind nach hier, weil der Stollenauftrieb aufgehört hat und es so eingestürzt ist, so komisch, geht man davon aus, dass hier eine Sprengung stattgefunden hat, also dass man hier Sperrsprengungen gesetzt hat, weil nach links wie nach rechts ist der Stahlbeton gebrochen, in die Mitte rein, wirklich also in den Gang reingedrückt worden und der Boden ist hochgedrückt worden. Deswegen ist es eigentlich nur logisch und ich habe auch eben mit dem Tino Struckmann darüber gesprochen. Er meinte auch, dass für ihn so aussieht, dass das eine Sperrsprengung war, dass es einfach gesprengt wurde, nachgerutscht wurde durch die Druckwelle und durch die enormen Kräfte, die dann auf diesen kleinen Bereich gewirkt haben, dass sich die Wände eingedrückt haben und der Boden hochgekommen ist. Ne? Und es ist zwar kein Stahlbeton, es ist aber Beton und der ist auch relativ hart, aber durch eine Sprengung, dem kann er natürlich nichts entgegensetzen und somit ist es eigentlich, ja, kann man davon ausgehen, dass wirklich hier eine Sperrsprengung stattgefunden hat. Und dahinter, wie gesagt, vermutet man dieses kreisrunde Bauwerk. Und das wäre natürlich mal interessant, was es damit auf sich hat. Doch schauen wir uns mal die Verbrüche genauer. Links im Bild die Stelle, wo man gesprengt hat. Rechts ist ein normaler Verbruch. Die Unterschiede kann man deutlich erkennen. Bei dem Verbruch stürzt ein Teil ein. Ein Hohlraum über dem Verbruch entsteht. Bei einer Sperrsprengung erzeugt man künstlich die vollständige Verfüllung eines Bereiches. Alle Stellen, wo man gesprengt hat, sehen identisch aus, während die Verbruchstellen unterschiedlich sind. Je nach Einsturz mal höher mit Erdreich verschüttet und mal weniger. Dass hier Sperrsprengungen stattgefunden haben, ist offensichtlich. Man kann also davon ausgehen, dass sich hinter der Sperrsprengung weitere Stollen befinden. So, wir machen jetzt hier gerade mal eine Messung. Ich habe das Gerät draußen angeschaltet, dass ich das gut kalibrieren konnte. Die Batterie ist jetzt schon leer, wir haben es leer gespielt, aber wir sind bei 0,13 Mikrosievert die Stunde. Das ist der völlig normale Bereich. Also hier ist nicht mal annähernd erhöht, also 0,14, aber viel mehr tut sich da auch nicht. Das bedeutet, wenn hier wirklich ein Zyklotron hinter ist, wenn man davon ausgeht, dann hat es sich nur im Bau befunden und es war nicht aktiv. Also mit der Kernforschung wird das hier nichts zu tun haben. Wir sind bei 0,12, 0,11, also völlig normaler Bereich. Das war auch der geplante Durchbruch Richtung Stettfelder Straße, also Richtung der anderen Anlage. Richtung dem Kreis quasi, ja? Okay. Und das ist jetzt Stollen 7. Das heißt, schauen wir mal darüber. Da sieht man jetzt diese Verwerfung. Und also es auch die massiven Einbrüche. Ja, hier, klar, wurde weggedrückt und genau. hochgedrückt. Und da ist eben der Gedanke gewesen, dass hier gesprengt worden ist und durch diese Druckwelle diese Aufwölbung passiert ist. Ja, okay. Ja. Und wenn, ich sage jetzt mal, Durchbruch vorhanden sein sollte, Ja. dann macht es auch nur hier Sinn, weil hier der größte das größte Volumen oder der größte Querschnitt ist, der praktisch durchführt. Okay. Also wir gehen nochmal weiter, das ist dann, also man sieht hier ganz eindeutig, dass hier diese Wölbung ist. Also das, was er jetzt sagt, ist praktisch im hinteren Bereich das durchdrückt, das ist mir neu, also ich kenne es, dass das durch eine Sprengung passiert ist. Also tatsächlich durch die Sprengung. So, wir sind jetzt hier in dem Produktionsbereich, der quasi fertig war. Böden sind drin, es ist Stahlbeton und oben der Rundbogen ist gemauert. Und hier unten, das sind Versorgungsschächte für Wasser, Druckluft, Strom, eventuell Heizung, also irgendwie heiße Luft, was hier reingeblasen wurde. Wenn man es da nicht an der Decke, aber es ist hier nichts an der Decke, also gehe ich davon aus, es ist auch in den Boden rein verlegt worden. Und hier sollten dann tatsächlich die Arbeitsbereiche stehen, hier waren dann Maschinen
Werkbänke und die Arbeitskräfte, die dann halt haben hier die Teile für die Kugellager hergestellt oder natürlich auch die Endmontage der Kugellager. Wir schauen jetzt nochmal nach hinten, also die Gänge sind schon oder die Produktionsstätten sind schon relativ lang gezogen und die Ausmaße, es ist jetzt nicht riesengroß, es ist aber schon tatsächlich größer hier. Hier ist ja auch einiges, ne? Also das war praktisch, ich sage jetzt mal, der Endausbau, der geplante. Das war der, ja genau, hier für Technik, Wasserrohre, ja. Strom, Wasser Ja. und so weiter, Abwasser. Das war jetzt, ich sage jetzt mal so, der geplante Endausbau wäre das gewesen. Okay, das ist ja interessant. Und wenn man jetzt weitergeht, dann ist, also es ist auch so, dass da drüben dann noch einmal einer, der ist angefangen, der ist aber nur ganz außen angefangen. Ja? Und da ist es im Prinzip, da wäre jetzt nochmal ein Ausgang. Ach, da wäre nochmal ein Ausgang, okay. Das ist... Gehen wir mal hin. Wie lange beschäftigst du dich jetzt hier schon mit dieser Anlage, wenn ich fragen darf? Ich war als Kind schon so, ich war jetzt da hinten, das ist auch so reingedrückt. Das Erdreich, der ist halt von außen verfüllt worden. Und dann einfach so und da war da oben auch ein leichtes Loch. Und man sieht jetzt Hautstoff, das sind nur eins weiter sogar. Hier befinden wir uns in Stollen 8 und 9. Die Stollen wurden ab Ende Februar 1945 als Produktion genutzt. Hier haben sich bereits Maschinen befunden, die Kugellager produziert haben. Stollen 8 und 9 waren somit fertig. So, und das sind die kleineren Verbindungsgänge. Und sie gehen, wie gesagt, einmal durch und hier rechts geht wieder einer ab, daneben rechts geht wieder einer ab. Es ist immer gleich aufgebaut, die U-Verlagerung. Also ihr habt viele lange Gänge mit kleinen Verbindungsgängen. Die langen, da wurde produziert, das waren größere. Und das sind die Verbindungen, um von der einen Fertigungsstraße tatsächlich in die nächste zu kommen. Aber wenn du mir draußen gleich nochmal die Karte erklären könntest, wäre ich hier auch verbunden, dass ich da weiß, wo ich mich denn überhaupt jetzt genau aufgehalten habe. Also hier haben wir dann wieder, hier hat der Bau auch gestoppt. Es sollte auch noch weiter gemacht werden. Aber hier im Prinzip an dem Ende des Rundbogen haben die aufgehört zu arbeiten. Da kam das Kriegsende dann wieder dazwischen. Man hat den Vortrieb nicht weiterführen können. Der übliche Verbruch wie eben wieder, aber hier sind schon mal dickere Felsen mit dabei, was da runtergekommen ist. Also sind wir hier am äußeren Rand der Untertageverlagerung angekommen. Also da wäre es nach draußen gegangen, jetzt geradeaus durch. Oder ja. Da ist, da werde ich Fehler, weil ich werde die Nummer schauen. Wenn ich es mir jetzt verhaut habe, jetzt muss ich selber schon gucken. Bleib mal mit dran, wir gehen noch einmal durch. So, hier ging es dann auch weiter, das hat man nachträglich zugemauert und da ist der Ausgang, also hier ging es in den Berg rein. Und im hinteren Bereich, da gehen wir jetzt nochmal hin, da haben wir eine Überlagpumpe vom Berg, also da sind wir tatsächlich so 100 Meter ungefähr unter der Erde, habe ich mir eben von unseren Fachleuten hier sagen lassen. Guck, da ist praktisch reingerutscht. Und da sind wir früher als Kinder immer oben Da rein. seid ihr oben rein, okay, ja. Und deswegen bin ich da etwas skeptisch, weil der Martin ist ja der Meinung, dass der Stollen 9 durchgegangen ist. Es wäre für mich unlogisch, weil 8 kannst du nicht rausfahren, 9 kannst du auch nicht rausfahren. Also du kannst, also doch hätte man zwar rausgekonnt, Ja, aber ist ja relativ ist klein vom gehalten. Ne? Querschnitt. Ja. Deswegen macht es keinen Sinn, 8 oder 9 als Durchbruch zu nehmen, weil wenn ich durchfahren will, Ja, dann nehme ich den größten. Von der Logik her. ja. Ja? Okay, ja, das ist ja echt interessant. So, und man sieht ja hier deutlich den Unterschied. Das ist fertige Produktionshalle. Wir gehen jetzt wieder in die Produktionshalle. Und das ist halt ja rudimentärer Boden. Ob der damals schon so war, ob da was drüber lag, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war dieser Bereich hier fertig für die Produktion. Nur das Kriegsende hat die Produktion halt gestoppt. Was hier noch auffällt direkt ist, der Bereich, der weist nur ein bisschen Stahlbeton auf und hier ist fast das ganze Gewölbe gemauert, wo lediglich hinten tatsächlich ganze Bereiche Stahlbeton sind und andere Bereiche, ja, 2/3 Stahlbeton und der Rest Mauerwerk. Und hier hat man das quasi fast in Gänze gemauert in diesem Produktionsbereich. Da ist ein hier rein und er hat die Aussage gebracht, dass er über einen Erdwall drüber ist Ja. und hat
eine Wehrmachtspistole gehabt. Die hat er gehabt tatsächlich. Die hat er Die war gehabt. physisch da, ja. Und damals war ziemlicher Aufstand dann mit der Polizei und so weiter. Die haben das dann rausgekriegt. Und dann hat er es ihnen gezeigt, aber die konnten nicht durch. Also entweder ist dann in der Zwischenzeit halt was runtergefallen. Deswegen ist eben die Vermutung, dass hier Kriegswaffen Eingelagert gebaut sind. worden sind. Ne? Ja, okay. Gesprengt worden sind. Ja gut, ich meine, wenn man da hinten wirklich diesen kreisrunden Bereich vermutet mit dem Durchgang zu dem anderen Werk, dann ist es ja logisch, und Zeugen davon wirklich sprechen, dann ist es ja logisch, dass irgendwo ein Zugang ist. Und gerade die Kinder, also ich bin als Kind überall reingekrochen und wo ich nicht durchpasste, habe ich mit dem Spaten oder mit dem Stock freigekratzt und hin und her. Also da müsste man mal, ich weiß nicht, und hier sieht man ja eindeutig, das waren schon Fundamente oder Sockel für Maschinen. Also hier standen Maschinen drauf oder irgendwas, die dann schon produziert haben. Das ist der Endausbau, ne? Maschinensockel, also Versorgungsleitung, Druckluft etc. Und hier standen dann Maschinen und hier sollte produziert werden. Ne? Aber das war also so, die haben dann auch, denke ich, sogar schon mal angefangen zu produzieren oder haben die Baumaschinen gute Dauer verlagert. Ja. Aber das Problem ist dasselbe, dass die Feuchtigkeit, die waren, das war für die Kugellagerproduktion ungeeignet. Ja. Weil die unheimlich schnelles Rosten anfangen. Ja. Die Kugeln, also die Ja, wenn das gepresst wird, das halt nicht, man kann die Oberflächen nicht wirklich behandeln bei Kugellagern. Ne? Genau, und dann wenn praktisch die Produktion zu Ende ist, also wenn das fertige Produkt da ist, Ja. und die werden nur geringfügig feucht, Ja. dann ist sofort das Fangen die sofort an zu rosten. Ne? Ja, und das ist für ein Kugellager Gift. Ne? Genau. Ja. Und deswegen, also da sieht man es jetzt, ne? Ja. Ja, das ist eine gute Verwerfung. Wann vermutet wird, dass eine Detonation stattgefunden hat, weil eben auch diese Unebenheit auf dem Boden sind. Detonation. Ja. Ja, die größte Problem, ich hatte mit all diesen, ist, dass sie genau aus wie alle anderen. Und ich habe viele Jahre viele Stellen gesehen. Und ja, natürlich habe ich verschiedene Typen von Was meinst du? Collapses. Verbruch. Verbrochen, ja. Okay. Und ein Ding von diesen Verbrüchen ist, es sieht immer noch verschiedene aus. Okay. Nichts Verbrüchen dieselbe. Ein Stein hier oder mehr hier oder hier. Diesen sieht alles aus wie die andere. Und das ist, Natur tut das nicht. Deswegen ist ja eben die Überlegung, gab es diesen runden Raum schon? Ja. Fand da eine Sprengung? Weil es gibt Zeitzeugen, die sagen, sie haben Rums gehört, unter Ober nicht. Aber auf jeden Fall ist eben, und dann eben die Verwerfungen, die Druckwelle hier, es gibt vieles, was darauf hindeutet, dass eben eine Detonation stattgefunden haben muss, weil eben alles gleich zugeschüttet ist. Gibt es da Bilder von diesen, die Nachkriegen? Nee, natürlich. Gar nichts. Soll ich das wissen? Streng geheim. Alles Dumme Frage. Weil das sieht alles aus wie selber, so war eine Explosion und Detonation. Dann passt das. Aber und natürlich, das alles sieht dieselbe aus. Das passt nicht. Naja, Das- warum soll der auch überall gleich das Erdreich abrutschen, wenn nicht irgendwo... Mal ist ein fester Bereich, mal nicht. Ein war mehr und ein weniger. Hier ist es ja mehr der Käuber, hinten sieht man ja dann trotzdem mehr die Steinbrocken. Also das Welche war es, wo die geglaubt, dass ein Auto durchfahren kann? Also wenn, dann kannst du nur da gewesen hier. sein. kann nur der Der Siemerstollen geht definitiv nicht nach hinten weiter, weil da war ich schon hinten. 7. Ja, Siemer, der Breite. Ja, der Breite, Da ja. war ich schon mal, da habe ich schon direkt weg, bin schon mal rüber, 20 Meter, über 20 Meter, dann geht es hinten runter und dann sieht man definitiv, dann guckt man wieder auf den gleichen Level, wie man vorne rein ist. Definitiv. Ja, aber ich denke mal, der Stollen, der nach draußen führte, der direkten Zugang nach draußen hat, das wird kein Stollen gewesen sein, der Richtung andere Anlage und Kreis führt. Man wollte Druckwellen abschirmen. Man ging ja doch dann davon aus, die militärische Aufklärung des Gegners bekommt die genaue Position und es findet ein Direkttreffer statt. Die Druckwelle saust komplett durch. Genau, und deswegen hat man die wichtigen Bereiche noch geschützt. Entweder hat man sie nach unten gebaut, höher gebaut oder hat sie natürlich verwinkelt. In zivilen Luftschutzbunkern, da gehen sie ja nie gerade rein. Das ist immer mit einem Winkel gemacht, dass aber die dann würde Druckwelle ja auch gebrochen die wird. Druckwelle Ne? einen Sinn geben für die 220 Meter Ja. nach drüben.
Wenn Richtig. es keine Verbindung ist, sondern Ja. wie Sie sagen, eben diese Das Zyklotron, also ein Teilchenbeschleuniger. Ne? Die haben verschiedene Namen, also Teilchenbeschleuniger ist der Oberbegriff und dann wird es halt sehr technisch. Zyklotron und wie sie alle heißen. Und die haben alle verschiedene Aufgaben. baut. Den würde man dann höher setzen, also sprich, wenn ich Tiefer. mit dem Fahrzeug Tiefer, ja. Das Also ist da im muss man Prinzip auch nur... oben arbeiten und jetzt nicht Ja, also man fährt eigentlich immer runter. Also diese wichtigen Anlagen waren immer tiefer als die eigentliche. Es gab eine Hauptanlage, so ist es in CERN auch, also schon ein Stollen, der im Berg drin ist. Und von da gingen dann Schächte nach unten, Fahrstuhlschächte, und da hat man das gebaut. Und da im Prinzip ist das ja nur eine Maschine, die Teilchen aufeinander schießt. Sie beschleunigt die und dann wird da drauf geschossen. Wie das jetzt im Einzelnen funktioniert, ich bin kein Kernphysiker, das kann ich Ihnen nicht sagen. So tief bin ich da noch nicht drin. Ich überlege, diesen 22 Meter Höhen. Das kommt schon wir hätten hin. ja hier dann, sagen wir mal, wir kommen Grad und werden dann von drüben her höher. Also wie würde das dann funktionieren? Wenn Sie noch tiefer setzen, dann hätten wir ja noch einen größeren Höhen. Glaube ich nicht, weil, also ich kann mir das nicht vorstellen, weil das Problem ist, die hatten 5 Monate Bauzeit. Ja. Wenn ich die Anlage anschaue, dann ist es schon extrem sportlich, die in 5 Monaten zu bauen. Richtig, mit der Anzahl an Arbeitskräften, das ist Wahnsinn, ja. Wenn Sie es noch geplant haben. Ja, geplant vielleicht, aber Ja gut, aber so einen Gang hat man schnell gebuddelt. Und wenn die gesagt haben, das sieht nach außen aus wie eine Kugellagerproduktion, wir verbinden das und nennen das auch Verbindung und unten machen wir halt einen Teil für die Kernforschung. Dann hat man diesen Gang oder diesen Bereich schnell gebaut. Ob die technischen Materialien da waren, wahrscheinlich nicht. Ne? nee, auf keinen Fall. Wir gesagt haben, okay, Erdreich passt, die Umgebung passt, würde funktionieren. Ja, Da würde der auch noch hinpassen. ja, Aber vorrangig war wirklich die Untertageproduktion. richtig. Weil ja auch die Feuchtigkeit nicht dazu passt, ne? Wenn die von der Ja, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen. Metallverarbeitung. Ja, das kannst du vergessen. Ja, das kann man schon unter hohem technischen Aufwand, kann man das wirklich zurückhalten. Man müsste beheizen, belüften, ganz genau, abpumpen etc. Aber Belüften. Es waren früher 2 Lüftungsschächte vorhanden. Das ist ja das, wo der Dirk gesagt hat, der ist mal zu einmal geklettert, ne? Ja. Einen hat man richtig gesenkt, das war aus Kauder Sandsteinplatten gemacht. Ja, und einer, der hat man ein wenig Fantasie zugebraucht. Und dann wieder oben der weggeschoben worden ist, statt man Öschbaumer wegmacht und dann auch wegschiebt, ist alles drüber gerummelt worden, da war alles weg. Weil sonst hätte man anhand des ja, hätte man das lokalisieren können, nur wo es dann war. Also da erinnern ist es definitiv nicht. Ne? Aber wenn, dann müsste das nur irgendwo. Der Weiter hinten, also der Durchgang zu dem. Dirk ist damals, die Story kenne ich ja noch, das ist der Wo als Kind in so einen Schacht geklettert Ja. ist und war angeblich in einem großen Raum, ob es stimmt. ja, und Weil, wie Sie sagen, Kinder. hat ja angeblich, aber ihr macht Waffen damals gehabt, also Pistolen. Und da war ein Riesenaufstand, das weiß ich nicht, da war ein kleiner Bruder, da war dann die Polizei da, da war die Feuerwehr mit involviert, weil wir hier praktisch mit Beleuchtung dann Ja. gezeigt haben. Und dieser Raum ist aber nie gefunden worden. Oder das Er weiß es auch nicht mehr. Also durch den Lüftungsschacht kann er nicht rein sein, weil der Lüftungsschacht ist normalerweise senkrecht nach unten. Richtig, genau, ja. Da brauchen sie irgendwie ein Seil oder irgendwas. Ne? Nein, kann man sagen. Also ich vermute, dass der da hinten, also da wo ich vorhin gezeigt habe, Ja. wo der Da oben rein und dann. Eingang zugeschnitten ist, dass er da wo reingegangen ist und ist dann da irgendwo hinten drüber. Oder bei denen oben über den Hügel drüber. Genau. Und das, wenn ich jetzt so diese Druckwelle anschaue, ne, fängt da drüben an und zieht sich da so rum, also scheint das Zentrum hier zu sein. Ja, das kann sein, dass das weggeleitet wurde nach da und da. Und wenn man hier hinter wirklich irgendwas ist, weil wie gesagt, es sieht in der Natur, sieht nichts unbedingt immer gleich aus. Und wenn man überall diese Sachen hat, dann deutet es eigentlich darauf hin, es wurde von oben zugeschüttet oder man hat irgendwas versprengt. Und bei dem Gestein ist es, wenn sie das sprengen und die Decke stürzt ein, was man bei einer Sprengung, bei einer Sperrsprengung erreichen möchte, dann haben sie genau solche Sachen. Ne? Man kann das natürlich auch noch so sprengen, dass man das nicht sieht. Das sind dann diese Sperrsprengungen, die dann anschließend getan werden. Das sieht aus wie der normale, ja, natürlich gewachsene Fels. Aber das ist hier kein Felsgestein, deswegen ist es hier nicht möglich. Sind sie im Muschelkalk oder Kalksandstein oder Granit,
Das sieht nachher nach der Sprengung aus, als ob das natürlich gewachsener Fels ist. Also die Möglichkeit hatte man. Ne? Es waren dann Gebirgsjägereinheiten, die kannten sich bestens damit aus im Zweiten Weltkrieg. Und hier würde ich auch einfach darauf tippen, dass tatsächlich irgendwas dahinter ist. Dass da mehr ist und dass man das einfach zugesprengt hat. Weil man halt diese Bauform wahrscheinlich vertuschen wollte und dem Gegner nicht zu viel in die Hand geben wollte. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Das ist alles rein spekulativ, aber aufgrund von meinen Recherchen bin ich zu dem Schluss gekommen. Und wenn ich jetzt sowas sehe, was kreisrund aufgebaut ist, weil das komplett atypisch ist für die damalige Zeit, dann gehe ich erstmal meine Recherchen in die Richtung, dass hier hätte was gewesen sein können. Ne? 2 der insgesamt 9 Stollen der Uferlagerung Kies werden heute von einer Sektkellerei Frankensekt weitergenutzt. Der Inhaber hat uns Zutritt zu seinen Hallen gestattet. Hier wird feinster Sekt abgefüllt und gelagert. Hier finden unter anderem Sektverköstigungen statt mit anschließender Führung durch die ehemalige Uferlagerung. Die Firma Frankensekt hält die bewegte Geschichte der Stollen weiterhin lebendig. Interessierte können an einer der Führungen teilnehmen und das Geheimnis tief im Berg selber erkunden und die Geschichte hautnah erleben. Der Link zur Führung befindet sich in der Videobeschreibung oder direkt unter www.mf-frankensekt.de. Werfen wir gemeinsam einen Blick in die heute noch genutzten Teile der Stollenanlage. So, jetzt gehen wir in den Teil rein, der heute noch von der Firma Frankensekt als Sektkellerei genutzt wird, wo die Abfüllung und die Lagerung der Flaschen stattfindet. Es ist natürlich schön, wenn sowas der Nachwelt erhalten bleibt, was damals im Krieg gebaut wurde, dass sowas noch weiter genutzt wird und vor allen Dingen mittlerweile der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, weil auch in den anderen Stollenbereichen, die nicht so ausgebaut sind oder nicht mehr genutzt werden in der Neuzeit, finden Führungen statt, dass die Menschen sich da umgucken können und dass dieses Wissen über diese Anlagen an kommende Generationen auch weitergegeben werden. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese ganze Anlage, diese ganze Untergrundverlagerung Kies mit dem Decknamen Kies von 500 Arbeitern in 5 Monaten gebaut wurde. So, und wenn wir dann auf Projekte gucken, wie das Projekt Riese oder das Jonastal, dann stellen wir fest, dass wir nicht wirklich viel größere Anlagen haben, die viel rudimentärer sind, aber wo halt Zehntausende an Arbeitskräften vor Ort waren. Und dann stellen wir sehr schnell fest, dass das irgendwie nicht übereinstimmen kann. Aber wir gehen mal rein und schauen uns um. Es ist die Firma Frankensekt. Sie öffnet uns ihre Kellerei, dass wir uns hier mal umschauen können. Also man hat hier den gemauerten Bereich. Da kommt der Herr Struckmann uns schon entgegen. Man trifft sich unter der Erde wirklich überall. Nochmal, wir sehen uns gleich draußen. Ist was abgestaubt? Wir müssen hier trinken. Ja, ich habe schon gesehen, da stehen Gläser. Ja, wir müssen Wir haben gleich eine Sektverkostung. Wir gucken mal. Ah, nicht alles austrinken, wir kommen auch. Nicht alles austrinken. Das ist gut. So, man hat hier Wasser reingezogen, dass die Produktion und die Abfüllung hier unten natürlich funktioniert. Man hat sanitäre Anlagen hier installiert. Und das Schöne ist, wir haben mal Licht in den Anlagen. Sonst müssen wir mal mit starkem Kameralicht arbeiten und jetzt haben wir wirklich eine Beleuchtung. So, dann haben wir auch hier direkt von der Firma Frankensekt unsere Abfülleinrichtung. Da kann man sich auch mal angucken, wie sowas vonstatten geht. Ja, hier sind die Flaschen und werden quasi abgefüllt, laufen dann weiter, werden verkorkt. Ist auch mal interessant zu sehen, weil so oft kommt man natürlich in eine Sektkellerei oder in eine Kellerei auch nicht rein. Kühlbereiche und dann wird auf diesen schönen alten Holzregalen tatsächlich der Sekt dann noch gelagert. Der Ausbau, das ist im Prinzip Krieg. Also so weit kam es im Krieg, die Farbe kam nachträglich drauf, die Elektrik natürlich, aber der Rest ist Original Krieg. Und hier lagern in Boxpaletten dann die edlen Tropfen. Ist wirklich jetzt nicht so groß wie andere Uferlagerungen, aber wenn man sich überlegt, dass man hier hat halt nur Kugellager produziert, unter der Erde mit so einem fertigen Bauabschnitt nach 5 Monaten, dann ist das schon beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit
und mit welchen Mitteln man Ende des Krieges tatsächlich noch geschafft hat, solche Anlagen fertigzustellen. So, dann sind wir hier in der Verköstigung. Da ist eine kleine Bar. Hier wird dann auch tatsächlich die fertigen Produkte verköstigt. Man kann das probieren. Hinten ist ein Notausgang, der ist wichtig, der führt in den hinteren Stollen. Geht dann nach rechts weiter, wenn es hier brennt, dass man über die anderen Stollen quasi flüchten kann. Die ganze Anlage wurde mit 2% Gefälle in diese Richtung gebaut. Das bedeutet, ein Luftaustausch findet natürlich statt. Also man muss nicht belüften, hier liegen dann keine gefährlichen Wetter an, Gase, Dämpfe, verbrauchte Luft, weil die warme Luft quasi hier reinströmt und die kalte Luft rausströmt. Neben mir lagern die Flaschen und dieser Bereich, er ist wirklich gut ausgebaut. Hier haben wir wieder Stahlbeton, wieder anders. Es gibt Stahlbetonbereiche und es gibt Mauerbereiche. Und das Schöne ist, dass die Firma Frankenseck wirklich diese Anlagen öffentlich macht, dass die Leute sich hier drin umgucken können, was damals im Krieg wirklich hier stattgefunden hatte. Weil bevor die Anlage der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, wussten die meisten Anwohner gar nicht, was sich in diesem Berg wirklich befindet. Und das ist es. Ihr könnt da jahrzehntelang leben und ihr habt keine Ahnung, was sich unter euren Füßen oder in den Bergen wirklich abgespielt hat. So, und da muss man natürlich ansetzen. Deswegen ist sowas wichtig, dass diese Anlagen, das Wissen über die Anlagen, wie sie gebaut wurden, wofür sie gebaut waren, an kommende Generationen weitergegeben werden. Hier unten findet Geschichte statt, lebendige Geschichte. So, dann sind wir im nächsten Bereich. Nach da geht es wieder in Richtung draußen. Der wird nicht mehr genutzt, der Bereich. Da geht es zu den anderen Stollen, wo wir eben waren. In dem Bereich, das wird aber auch jetzt nicht mehr genutzt. Da ist einfach nur eine Türe. So. Und hier wurde im Krieg oder hätte im Krieg diese Kugellagerproduktion stattfinden sollen. Das ist genau dieser Bereich, er ist fertig ausgebaut. Man hat den Boden erneuert, weil normalerweise gibt es hier auch diese Versorgungsschächte, die ein Stück tiefer reingehen mit Luft, Wasser, Strom, Druckluft und was es hier nicht alles gab. Und das geht bis hinten noch durch. Einzig und allein die Verkabelung, der Strom ist neu dazu gekommen. Der Rest ist tatsächlich die Produktion, die damals im Krieg stattgefunden hat. So, und der Bereich hinter mir ist wieder zugemauert und da sind wir dann in dem anderen Stollenbereich, der von der Kellerei nicht mehr genutzt wird. Das ist dann der Teil, der wirklich im Originalzustand ist, wie die Alliierten ihn damals vorgefunden haben. Man sagte ja, die Alliierten hatten den Auftrag, also gerade die Amerikaner, alles an Technik für die Rüstung zu zerstören. Also sollten auch diese Stollen in Gänze zerstört werden. Das hat aber nicht stattgefunden. Komischerweise hat es trotzdem Sprengungen gegeben, 1946. Man geht davon aus, dass das die Deutschen selber waren, um da irgendwas zu schützen, was die Öffentlichkeit nicht mitkriegen soll. Aber so zu schützen, dass man da wieder rankommt. Sonst hätte man einfach außen die Stollenzugänge weggesprengt, wie das im Jonastal ist. Der Berg rutscht nach und diese ganzen Stollen sind unter Schutt begraben. Und wenn man natürlich solche Bereiche wegsprengt, da könnt ihr unter Ausschluss der Öffentlichkeit diese Bereiche wieder freilegen. Es kriegt draußen keiner mit. Und ihr könnt an die Technik, an die Dokumente, was dahinter gelagert ist, wieder rankommen. Macht ihr das draußen, kriegt das irgendein Anwohner mit, dass da Baufahrzeuge sind, dass da irgendwas ausgegraben wird. An dieser Stelle
möchte mein Team und ich uns ganz herzlich bei dem Inhaber der Seckkellerei Frankenseck bedanken, dass wir sehr kurzfristig die Produktion und Lagerung besichtigen und dort Dreharbeiten durchführen durften. Ein besonderer Dank geht an den Experten, der mich durch die Anlage geführt und mir ihre Geschichte erzählt hat. Und alle Mitglieder, die sich um das Bauwerk liebevoll kümmern und uns bei den Dreharbeiten tatkräftig unterstützt haben. Dieser Tag wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Vielen Dank für alles, ihr Lieben. Anschließend durften wir noch bei netten Gesprächen und viel Wissenswertes über die Seckkellerei Frankenseck eine edle Flasche Goldrivana verköstigen. Dieser Teil unserer Arbeit bereitet uns am meisten Freude, wie ihr euch vorstellen könnt. Die U-Verlagerung Deckname Kies wurde von nur 500 Arbeitern von Hand erschaffen. Nach 5 Monaten Bauzeit hatte man 9 Stollen, die untereinander verbunden, samt ausgebauter Werkhallen fertiggestellt. Die Anlage ist kleiner dimensioniert wie die Stollen im Jonastal. Auch das Gestein ist ein anderes. Wenn man aber die Arbeitskräfte mal hochrechnet, so muss im Jonastal bzw. Ohrdruf und Umgebung ein gigantisches Stollensystem entstanden sein. Wenn 500 Arbeiter in der Lage sind, in 5 Monaten ein doch sehr großes Stollensystem anzulegen, was können dann fast 20.000 Arbeiter erreichen? Zudem war die Anlage in Ohrdruf geheime Reichssache und unterstand SS-General Hans Kammler. Das Ingenieurbüro Fiebinger plante das Sonderbauvorhaben und alle nötigen Ressourcen standen für kriegswichtige Projekte bereit. Die offizielle Version von 25 rudimentären Stollen im Jonastal ist angesichts der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte und Ressourcen nicht mehr zu halten. Diese Version der Geschichte im Jonastal ist falsch. Zudem kommen die Aussagen der Zeitzeugen, die in der Anlage gearbeitet haben. Einige gaben zu Protokoll, dass sie in bereits fertigen, mit Holz vertäfelten Anlagen waren. Andere hingegen in unfertigen, rohen Stollen. Wie passt das zusammen? Ein beauftragtes Unternehmen hat aus Gründen der Geheimhaltung nie alleine an einem Projekt gearbeitet. Die verschiedenen Bereiche wurden von vielen Unternehmen gebaut, damit niemand wusste, an was genau gebaut wird. Einige Abschnitte waren früher fertiggestellt, andere später. Somit kommt es zu den unterschiedlichen Aussagen. Trotzdem fügen diese Aussagen einige Puzzleteile zusammen und sie untermauern die Existenz einer weitaus größeren unterirdischen Anlage als heute zugegeben. Alleine den Menschen, die bei dem Bau ihr Leben verloren haben, ist es geschuldet, die ganze Wahrheit über die unterirdischen Anlagen zu erfahren. Woran haben sie gebaut? Welche Leistung haben sie wirklich vollbracht? Und wofür haben sie ihr Leben gelassen? Ohne die Vergangenheit zu kennen, wird es keine Zukunft geben. Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. ...500 Arbeiter konnten 9 fertig ausgebaute Stollen errichten. 20.000 Arbeiter konnten 25 Stollen im Rohbau errichten. Dass an dieser Geschichte was eindeutig nicht stimmen kann, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Arbeitskräfte waren in Ohrdruf eingesetzt. Viele ließen ihr Leben dort. Es gibt an den eingesetzten Arbeitskräften keinen Zweifel. An dem Baufortschritt schon. Doch es gibt noch weitere Beweise, warum die Geschichte im Jonastal falsch ist. Demnächst werfe ich einen Blick auf eine ähnliche Anlage. Dort waren rund 27.000 Arbeiter eingesetzt. Was diese Menschen dort geschaffen haben, hat gigantische Ausmaße erreicht. Eine weitere Tatsache, die man nicht von der Hand weisen kann. Folgt mir auch demnächst wieder auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit.